Letztes Jahr bin ich den Gendarmsdien und den Aalsdien gelaufen. Und jetzt gab es vor wenigen Tagen an der Ostsee ein Hochwasser. Und da dachte ich mir, ich schaue mir mal ein paar Naturplätze an. Also da, wo nicht unbedingt der Mensch allzu sehr wirkt, sondern wo der Wanderweg entlang von schönen Naturplätzen führt. Und da dachte ich, ich starte einfach mal dort, wo die Ostsee zum ersten Mal auf den Gendarmsdien trifft, am Grenzübergang. Und wollte dann auch in den Kollungsgolf nochmal. Den Kollungsgolf kann ich mir von dieser Seite aus sparen. Das Wasser hat hier so gewirkt, dass das Fundament der Brücke noch nicht wieder geprüft wurde. Und sowohl auf deutscher Seite hier mit dieser Sperrbarke als auch auf dänischer Seite mit Flatterband abgesperrt ist. Und wenn man sich ansieht, wie hier der Grenzstein freigespült wurde, also unten, und auch hier die Anrampung zur Brücke, kann man sich vielleicht vorstellen, wie das Wasser hier entgegenprallte. Ich bin gerade am Campingplatz bei Rinkenäs. Die Brücke existiert noch, aber sie liegt jetzt neben dem Bach oder Graben und geht nicht mehr darüber hinweg. Und ein bisschen in Mitleidenschaft wurde sie auch gezogen. Man kann, glaube ich, ganz gut erkennen, wie hoch das Wasser hier stand. Da das Wasser ordentlich was an Seegräsern und weiteren Wasserpflanzen hier reingedrückt hat. Das schwarze Plastikgitter hier vorne ist eine Wegebefestigung. Man merkt, dass wir sehr nah am besiedelten Bereich sind. Und wo die Bank ehemals mal stand, bleibt offen. Sowohl der Weidezaun als auch der Weg ist etwas weggeschwemmt. Und man sieht linke Hand die Wasserfläche. Die gibt es normalerweise nicht. Zumindest nicht in der Größe. Hier steht das Wasser jetzt links noch deutlich höher als rechts. Also das Wasser, was aufs Land gedrückt wurde, hat hier keinen Abfluss und läuft jetzt nur ganz langsam ab. Da vorne. Und die See ist halt schon längst wieder gefallen. Hier läuft es langsam und nicht mehr stark. Hier hat das Wasser ordentlich an der Küste genagt. Und man sieht jetzt hier auch, wie viel Sand und Schotter, also Geröll, angespült wurde. Also vielleicht kriegt man hier so einen Eindruck,
der Kante, die sicherlich einen halben Meter, wenn nicht sogar höher ist. Also das, was direkt am Wasser fehlt, ist dann hier rübergegangen. Das habe ich gerade auf dem Hinweg gar nicht gesehen. Man kriegt, glaube ich, eine Vorstellung, wie viel Sediment hier abgelagert wurde. Der schöne alte knorrige Baum ist noch da. Ja, und dann wird es erstmal etwas kompliziert weiterzukommen. Dadurch, dass die Steilküste abgetragen wurden die Wurzeln der Eichen freigespült. Und jetzt liegen hier einige. Wobei die erste am schwierigsten zu durchwandern ist. Hier sieht man ganz gut, was für ein Koloss aus der Küste gebrochen ist. Die Abbruchhöhe ist etwas größer als ich würde mal sagen 1,80. Der nächste hat auch schon einen Ditch, steht aber noch. Ich glaube, ich muss hier irgendwie unter durch. Also wie gesagt, der da würde mich nicht wundern, dass wenn der auch noch irgendwann fällt, und wer den Gendarmstien schon gelaufen ist, kennt vielleicht diese alte Eiche, die schon länger aus der Küste gebrochen ist. Früher musste man sich da so ein wenig durchfädeln. Jetzt ist das Hinterland so weit weggespült, dass man problemlos dahinter entlang laufen kann. Ich bin jetzt bei Kragesand, kurz vorm Liebestunnel. Auch hier hat sich viel Material abgelagert. Das ist ja immer so, an der einen Stelle wird es abgeschwemmt und an der anderen Stelle wieder abgelagert. Sand, Steine, Bäume. Der Liebestunnel liegt selbst so hoch, dass ihm bisher nichts passiert ist. Also zumindest in dem Bereich, wo ich gerade laufe. Oh.
Ja, ich versuche mal runterzukommen und zeige euch von unten, was Sache ist. Den Charakter des Liebestunnels machen ja diese Weißdornbüsche aus, die mit Efeu überwachsen sind. Und man sieht jetzt hier zum Beispiel einen umgestürzten liegen. Und ich laufe mal rum. Hier ist der Weg dann ja am Hang komplett weg. Man kann aber am Strand entlang laufen. Schade, also es ist total schön gewesen, hier durch den Liebestunnel zu laufen. Jetzt kann man nur noch am Hang entlang laufen. Man hat die Bäume also nicht mehr auf beiden Seiten. Also hier ist wieder eine Ecke, wo die See mitgenommen hat. Da sieht man noch mal die Reste des Weges. Ja, hier geht es dann vielleicht wieder weiter. Man kriegt also noch mal so einen Eindruck, was ich damit meine, dass links und rechts die Bäume stehen. Es ist hier aber nicht ganz ungefährlich, ich zeige es mal. Die Wurzeln sind freigespült und damit ist der Weg teilweise unterspült. Das heißt, man muss hier schon vorsichtig sein, wenn man meint, hier laufen zu wollen. Ich laufe unten weiter. Und hier sieht man dann, dass die Wanderwegshinweise nicht mehr ganz funktionieren. Man muss einfach unten am Strand bleiben, weil da kommt keiner durch. Ja, ich glaube, der Liebestunnel ist Geschichte. Auch hinterm Liebestunnel hat die See ordentlich an der Küste genagt. Wobei das hier ein Bereich ist, also während ich gewandert bin, im Frühjahr auch schon immer kleinere Abbrüche hatte, aber nicht in der Dimension, wie sie jetzt heute zu erkennen sind. Ich glaube, das ist die Ecke, wo ich letztes Mal schon über so ein bisschen Abbruch oder rüber bzw. dran vorbei bin. Und hier sollte man auch echt noch vorsichtig sein. Und wenn man hier schon unbedingt laufen muss, dann dringend ganz an der Wasserkante. Denn einige Abbruchspuren haben noch keinen Regen gesehen. Das heißt, das Cliff ist gerade noch aktiv. Ich gucke einmal an den Haufen vorbei und dann mache ich mich hier weg. Das ist der Zeltplatz, auf den ich die zweite Nacht des Gendarmsdienstes verbracht habe. Damals habe ich noch recht nah an der Steilküste mein Zelt aufgestellt. Da mag ich momentan nicht mehr zu Fuß hingehen. Die Steilküste ist unterspült, es sind viele Bäume umgekippt.
Ich werde mal schauen, ob ich hier irgendwo die Küste runterkomme. Ich bin gerade eben oben durch den Wald gelaufen. Das ging. Man musste halt um die umgestützten Bäume herum. Und ich probiere mal, ob man auch unten runter und unten rumlaufen kann. Auch hier hat das Wasser ordentlich Sand und Geröll eingetragen, aber im Vergleich zu anderen Gebieten ist das echt wenig. Die Bank steht noch. Aber genagt hat das Wasser auch hier. Trotz der Steine. Und auf dem Weg sind immer wieder kleine Fächer mit angespültem Material. Am Weidezaun sieht man recht deutlich, dass das Wasser höher stand und die ganze Niederung überschwemmt haben muss. Hier steht auch jetzt noch deutlich mehr Wasser drin, als ich es ansonsten kenne. Also zwischen den Schilf